Hallo, mein Name ist Doris, ich bin 54 Jahre alt, ich lebe seit ungefähr 30 Jahren in München und ich möchte euch heute gerne was über den Endostretcher erzählen und über meine Geschichte mit Endometriose, aber vorher möchte ich mich euch natürlich ein bisschen persönlich vorstellen. Als allerwichtigste Information ist natürlich der wichtigste Mensch in meinem Leben, der filmt mich gerade, der befindet sich auf der anderen Seite der Kamera. Und die hilft mir heute auch, dieses Video zu erstellen, weil ich selber aus einem anderen Jahrhundert stamme und mich mit Social Media nicht wirklich so gut auskenne. Also erstmal zu mir, wer bin ich? Es gibt ja so Menschen, die sind Künstler oder Wissenschaftler oder die sind Forscher. Das bin ich alles nicht. Ich denke, ich bin eine Kriegerin, ich bin eine Läuferin, eine Tänzerin und eine Denkerin. Und ich hatte das große Glück, dass ich all diese Fähigkeiten im Laufe meines Lebens auch entwickeln konnte. Auf die Frage, was ich besonders gerne mag, ist die Antwort relativ einfach. Das, was ich jetzt gerade hier mache, einfach in der Sonne sitzen, Wärme spüren und vor allem die Abwesenheit von Schmerz. Im Laufe meines Lebens ist der Schmerz, den Endometriose verursacht, zu einem ganz zentralen Inhalt meines Lebens geworden. Und deshalb betrachte ich die Abwesenheit von Schmerz als das schönste Gefühl, das ich mir vorstellen kann. Im Vorfeld dieser Aufnahme hat meine Tochter mich gefragt, was ist eigentlich deine erste Erinnerung an Endometriose? Und das ist relativ leicht zu beantworten, weil ich da einfach an meine erste Regel denken muss. Direkt mit Einsetzen der Regel habe ich auch die Schmerzen gehabt. Das war im Alter von 12 Jahren. Das war August 1979 während eines Urlaubs mit meinen Eltern in Österreich hatte ich meinen ersten Zyklus und ich weiß noch sehr genau, dass ich mich eine Woche lang rund um die Uhr gefragt habe, ob ich diese Schmerzen überleben würde. Und seit diesem Tag sind 43 Jahre vergangen und es ist eigentlich kein Moment in meinem Leben vergangen, an dem ich keine Schmerzen gehabt hätte. Seither habe ich mich gerade in letzter Zeit im Netz ziemlich umgeschaut, ähm, bin aufmerksam geworden, dass Endometriose jetzt doch eine Lobby bekommt in der Gesellschaft, was früher nie der Fall war. Ich habe viel gelesen, ich habe mich auf Social Media erstmalig umgeschaut nach dem Thema und bin wirklich sprachlos, wie viel Leid diese Krankheit verursacht. Und noch sprachloser bin ich über die Ignoranz in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft. 1979 hatte die Erkrankung natürlich gar keine Lobby. Es gab nicht mal den Namen Endometriose. Ich wurde auch nicht zu Ärzten gebracht und es gab auch gar nicht die Annahme, dass ich krank sein könnte. Es wurde eher so eingestuft, dass ich hysterisch bin, dass ich ein Teenager bin. Deshalb bin ich sehr froh und dankbar, dass Menschen heute über diese Erkrankung sprechen. Und das möchte ich auch. Ich möchte aber nicht nur darüber sprechen, wie viel Leid die Erkrankung bereitet, sondern ich möchte euch da draußen zeigen, was man vielleicht tun kann, um sich selber zu helfen. 43 Jahre lang habe ich auf den Moment gewartet, dass meine letzte Regel kommt. 43 Jahre lang dachte ich, wenn die Regel vorbei ist, muss es doch irgendwie alles auch vorbei sein. Ich war natürlich völlig naiv. Einige Ärzte hatten mir diese Annahme auch bestätigt. Aber leider hat sich diese Annahme nicht eingestellt. Ich habe jetzt keinen Zyklus mehr, aber ich habe immer noch die Verwachsungen. Ich habe immer noch die Wucherungen, Verknorpelungen und Läsionen in meinem Körper. Und die Endometriose hat ihr Gesicht dramatisch verändert. Sie zeigt sich heute ganz anders als in den letzten 4 Jahrzehnten. Stellt euch vor, ihr kauft euch einen wunderbaren, knackigen, saftigen Apfel und lasst den einfach mal so ein paar Tage irgendwo rumliegen. Wie sieht der dann aus? In der Regel beginnt er zu vertrocknen und auch zusammenzuschrumpeln.
genau das Gleiche passiert mit der Endometriose. Das ursprünglich gut durchblutete endometriotische Gewebe schrumpelt im Grunde genauso zusammen wie so ein ehemals knackiger Apfel. Und überall da, wo die Endometrioseherde angewachsen sind, also an all diesen Organen, entsteht daraufhin Zug. Ein ganz starker Zugschmerz beginnt. Das hört sich erstmal gar nicht so dramatisch an, aber ich erzähle euch gerne, wozu diese vertrockneten, sich zusammenziehenden, verschrumpelnden Endometriose-Verwucherungen letztendlich in meinem Leben geführt haben. Der Zustand, in den ich vor einigen Jahren gekommen bin, war für mich persönlich ziemlich dramatisch, weil er im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich nicht mehr gehen konnte. Ich habe durch den Zugschmerz im Bauchraum massive Rückenschmerzen bekommen. Mein Osteopath hat mir das sehr gut erklären können. Er hat mir vermitteln können, was da passiert, nämlich dass alle Organe durch diese Endometriose-Verwachsungen quasi vorne im Bauchraum zusammengezogen werden. Und dieser Zugschmerz vorne im Bauchraum wirkt sich dann aus im Rückenbereich, im Lendenwirbelbereich. Also dieser Zugschmerz im Rücken hat sich dann fortgesetzt über die Gesäßmuskulatur, über die Beinmuskulatur, über die Fersen bis in die Fußsohlen rein. Und genau in dieser Zeit habe ich zwei Osteopathen kennengelernt. In meiner Verzweiflung war ich ja schon bei allen Ärzten, ich war bei Orthopäden, ich hatte schon alle Checks machen lassen und keiner konnte mir das wirklich erklären. Und so bin ich bei zwei Osteopathen gelandet, die mir eine Übung gezeigt haben, mit der ich nach Anwendung der Übung für mehrere Minuten, manchmal sogar 2, 3 Stunden schmerzfrei und viel beweglicher war. Der Zugschmerz und die Unbeweglichkeit im Rücken und in den Beinen hat unmittelbar abgenommen. Auch die Schmerzen im Hüftgelenk waren deutlich reduziert. Diese Übung ist für mich unentbehrlich geworden. Leider habe ich bei diesem Osteopathen nur sehr wenige Termine bekommen können, weil er so ausgebucht war, sodass ich zu einem anderen Osteopathen gewechselt habe. Eine osteopathische Sitzung kostet in München ca. 100 €. Die Übung hätte ich im Grunde mehrfach in der Woche gebraucht. Denn der positive Effekt, der sich dadurch eingestellt hat, hat meistens nur wenige Stunden angehalten. Irgendwann ist meine Familie eingesprungen und hat versucht, mit mir diese Übung auch zu machen. Aber das war auch keine ideale Lösung. Der Osteopath ist irgendwann mal zu teuer geworden. Ich konnte das finanziell überhaupt nicht mehr stemmen, mehrfach in der Woche dahin zu gehen oder auch mehrfach im Monat dahin zu gehen und jedes Mal 100 € zu bezahlen. Und die Belastung für meine Familie ist auch zu groß geworden. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe ja mal gesagt, dass in mir eine kleine Kriegerin wohnt, wollte ich auch gerne unabhängig sein. Ich wollte nicht von Terminen, von anderen Menschen abhängig sein, um in den Genuss dieser Übung zu kommen. Auf sie verzichten wollte ich auf keinen Fall, das war mir klar. Und genau in diesem Moment ist die Idee zum Endo-Stretcher wahrscheinlich schon geboren gewesen. Die Übung bestand darin, von außen einen gezielten Druck auf den gesamten Bauchraum, aber auch auf einzelne Partien auszuüben, sodass die Verhärtungen, die Verwachsungen gedehnt wurden. Immer wenn der Bauchraum gedehnt wurde, hat sich hinten im Rücken, im Gesäß und an den Beinen der Druck entspannt. Wenn wir normalerweise gymnastische Übungen machen, sind wir darauf ausgerichtet, den Bauchraum zu verhärten, nämlich anzuspannen und in dieser Form zu trainieren. Und die Herausforderung bestand darin, etwas hinzubekommen, wodurch quasi das Gegenteil bewirkt wird, nämlich der Bauchraum gedehnt wird. Der Osteopath hatte das manuell herstellen können. Der hat mir mit seiner flachen Hand oder mit der Faust in den Bauchraum reingedrückt. Und davon wollte ich mich unabhängig und frei machen
und das selber herstellen können. Nachdem meine Recherchen im Internet und auch in meinem persönlichen Umfeld nach geeigneten Hilfsmitteln erfolglos war, habe ich angefangen, Skizzen anzufertigen. Aus diesen Skizzen ist im Laufe mehrerer Wochen und Monate der heutige Endostretcher entstanden. Auf diesem Weg habe ich natürlich auch mit anderen Menschen gesprochen. Ich habe mit meinem Osteopathen, mit meinem Gynäkologen, mit meinem Chiropraktiker, mit dem Hausarzt und auch mit Maschinenbauern und einem Experten für Prototyping gesprochen. Und die haben mir alle miteinander Feedback gegeben, ob das realisierbar ist oder nicht. Irgendwann mal hatte ich dann den ersten Endo-Stretcher in der Hand und das war ein wirklich erhebendes Gefühl, weil ich wusste, ab sofort muss ich keine Termine mehr vereinbaren, ich muss keine Unsummen an Geld mehr ausgeben. Natürlich, der Endo-Stretcher hat auch Geld gekostet und sollte irgendjemand den haben wollen, wird er den natürlich auch kaufen müssen. Aber mir hilft der Endo-Stretcher schon seit langem sehr viel Geld auch zu sparen, weil die ganzen anderen Therapien im Grunde sehr viel weniger notwendig sind. Mein Motto war Hilfe zur Selbsthilfe. Ich wollte unabhängig sein. Der Endo-Stretcher ist ein sehr, sehr stabiles Gerät geworden. Er ist qualitativ sehr hochwertig, besteht aus sehr viel Handarbeit und jeder Endo-Stretcher wird hoffentlich ein Unikat sein. Der Endo-Stretcher ist für mich mein Baby geworden und ich verbinde damit auch eine gewisse Hoffnung. Meine Hoffnung ist, dass dieses Gerät, das ursprünglich eigentlich nur für mich gedacht war, dass dieses Gerät vielleicht auch anderen helfen kann. Da draußen ist so viel Schmerz und so viel Leid und ich würde mir wünschen, dass die Jüngeren unter euch, dass sie nicht so lange warten. Ihr habt bessere Chancen. Die Krankheit hat heute einen Namen, sie hat eine Lobby. Es gibt Kampagnen, es gibt Interesse. Die Ignoranz hat abgenommen. Was es noch nicht so wirklich gibt, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die jüngeren Betroffenen präventiv arbeiten können, damit sie nie an Krücken gehen müssen, damit sie immer Sport machen können, damit sie gehfähig bleiben, damit sie Treppen gehen können, Spaziergänge machen können, mit ihren Kindern spielen können. Wenn der Endo-Stretcher dazu nur einen minimalen Beitrag leisten kann, dann würde mich das nicht nur glücklich machen, sondern dann hätte die Endometriose in meinem Leben endlich mal was Positives bewirkt. Und für die Älteren, die so wie ich im Grunde rehabilitativ arbeiten müssen, weil wir einfach früher keine Lobby hatten, denen wünsche ich, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt Hilfe zur Selbsthilfe, wir können mobil bleiben, wir können die Schmerzen irgendwie bearbeiten, wir können mit diesen Verwucherungen irgendwie leben und ich hoffe, dass ihr den Mut nicht aufgebt und es trotzdem probiert. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit für den Endo-Stretcher und mich genommen habt. Rund um das Gerät gibt es noch Videos zur Montage und Verwendung. Insofern ihr euch die auch noch anschaut, wünsche ich euch schon an dieser Stelle ganz viel Spaß dabei und bis bald.